Mein Morgen begann damit, Wasser zum Haus zu fahren, denn der Brunnen funktioniert weiterhin nicht, weil sich dort zu viel Schlamm abgelagert hat. Der Brunnen muss entschlackt werden und bis das soweit ist, bleibt mir nichts anderes übrig, als das Wasser mit dem Auto zu holen. Bin ich gerade erleichtert, dass das fertig ist. Ich habe endlich mein Auto wieder. Meine Schwester war mit meinem Auto im Urlaub und es war nicht ganz einfach. Denn das Wasser ging leer, die Gasflasche ging leer und jetzt endlich kommt alles wieder in seine Ordnung. Generell ist dieses Wochenende eigentlich nur voller solcher nervigen Orgasachen rund ums Haus, aber das ist auch okay. Es soll wunderschönes Wetter werden und das motiviert hoffentlich. So, jetzt hole ich mir noch die anderen Kanister. Oh, na gut, der Fischstand ist marginal höher. Muss ich wahrscheinlich später nochmal fahren. Ich versuche das immer clever zu verbinden. Ich hole das Wasser hier im Dorf und ja, wenn ich da irgendwas zu tun habe oder so, dann nehme ich halt einfach immer was mit. Auch der Strom kommt hier nicht aus der Leitung, sondern von der Sonne. Und wenn der Brunnen funktionieren würde, wäre das Häuschen somit autark. Im Garten versuche ich mich auch an der Selbstversorgung, wenn auch bisher nur im kleinen Rahmen. Oh, ist das ein schönes Gefühl, jetzt wieder Gas hier zu haben. Erstmal einen Tee. Das mit dem Gas war jetzt auch nicht super krass eilig, weil es ja zum Glück draußen noch die Außenküche gibt, die ich benutzen kann. Aber ich muss ehrlich sagen, so mal abends oder morgens einen Tee machen, es ist jetzt auch schon ein bisschen kühler an den Morgen und Abenden. Ist schon bequemer, wenn es hier drin ist. Deswegen ist das jetzt wieder Luxus. Für einen Tag benötige ich ca. 6 Liter Wasser am Haus. Das reicht zum Trinken, Waschen und Spülen. Pflanzengießen mache ich mit Regenwasser und wie ich dusche, erkläre ich später noch. Anfangs erschien es mir wie ein kleiner Traum, ein autarkes Haus am Waldrand gefunden zu haben. Es ist ein tolles Gefühl der Unabhängigkeit, eigenes Wasser aus dem Boden zu pumpen und Solarstrom durch die Sonne zu generieren. Trotzdem ist die Unabhängigkeit ein Trugschluss, denn ich begebe mich in eine ganz andere Abhängigkeit, nämlich die der Natur. Genug Sonnenstunden und Regen sind essentiell, um einen normalen Alltag hier führen zu können. Im Sommer reicht das Brunnenwasser meistens nicht aus, weil es zu trocken ist und im Winter scheint die Sonne zu wenig und man muss mit einem Generator nachhelfen. Was endlich jetzt mal runterkommt von dem Schrank, ist diese Messingschale. Die habe ich geerbt. Ich mag die eigentlich voll gerne und die ist viel zu schade, um da oben zu verstauben. Die Vorstellung der Selbstversorgung ist heutzutage reizvoll, wenn nicht sogar romantisiert. Paradox eigentlich, waren die Menschen doch eigentlich froh über die Idee der gemeinsamen Ressourcennutzung. Wasser- und Stromleitungen zu teilen ist ja nun auch ein durchaus sinnvolles Konzept. Und wenn mir meine Großeltern erzählen, wie furchtbar einseitig die Ernährung in ihrer Kindheit war, da es eben hauptsächlich Gemüse aus dem eigenen Garten gab, in dem Fall Kartoffeln, frage ich mich, warum ich das alles eigentlich mache. Unabhängigkeit ist vor allem eines: der unbequeme Weg. Das hat sich nicht richtig angehört. Ich dachte jetzt wirklich, jetzt ist was am Strom. Also es kann halt hier immer alles passieren, wenn eine Sache geht vielleicht was anderes kaputt. Aber am Strom ist alles okay. Es liegt am Staubsauger selbst. Der hat anscheinend so Wackelkontakt. Eine kleine Freude, die mir aber niemand wegnehmen kann, ist eine saubere Wohnung und ein frisch bezogenes Bett. Für einen guten Start vom Sommer in den Herbst unterstützt dich deine Emma-Matratze für einen erholsamen Schlaf. Ich habe hier die Emma Classic 25 Flip Plus. Das ist eine Wendematratze mit 2 Härtegraden, was ich sehr praktisch finde, wenn sich im Laufe der Zeit mal die Bedürfnisse ändern und man entweder weicher oder härter schlafen möchte.
kann man die einfach umdrehen. Für einen guten Schlaf ist für mich neben einer Matratze auch ein passendes Kissen essentiell. Das Stützkissen von Emma hat herausnehmbare Elemente und kann ich somit auf die optimale Höhe für meinen Nacken einstellen. Ganz neu in mein Leben getreten ist diese riesige Decke von Emma. Da habe ich bisher wirklich etwas verpasst. Die Decke fühlt sich an wie eine Umarmung und ich freue mich jetzt schon, mich im Herbst darin einzukuscheln. Das Coole ist, es ist eine 4-Jahreszeiten-Decke. Das sind 2 Schichten und jetzt im Sommer und Frühling benutze ich eben nur die erste Schicht. Und im Winter kann ich die zweite dann noch oben drauf klippen. Auf deine Emma-Matratze hast du 10 Jahre Garantie auf den Matratzenkern und du kannst bis zu 100 Tagen risikofrei Probe schlafen. Du merkst, Emma ist ein Shop für alles rund ums Thema Schlafen, also schau da gern vorbei, der Link ist in der Infobox. Bis zum 1. Oktober gibt es den Back-to-School-Sale, wo viele Artikel bis zu 50% reduziert sind und mit meinem Code ROSAGOLD bekommst du auch noch 5% on top. Womit es dieses Jahr glücklicherweise keine Probleme gab, ist Wasser. Der Füllstand, der aktuell hier in der Regentonne ist, ist tatsächlich schon das niedrigste, was es diesen Sommer hier gab, was sehr ungewöhnlich ist. Eigentlich gibt es hier absolute Wasserknappheit im Sommer, weil es ja keinen Wasseranschluss in dem Sinn gibt. Und das ist dann zum Gießen immer so ein bisschen blöd, wenn man halt auch Garten machen will und eigentlich ja so ein bisschen Autarkie, Selbstversorgerversuche wagen möchte. Alles ja noch im super kleinen Rahmen hier, aber naja, also steht und fällt halt einfach mit dem Wasser. So, wenn das nicht da ist, geht es halt nicht. Dieses Jahr hat es ja relativ viel geregnet, was halt optimal ist. Jetzt zum Gießen. Der Garten ist für mich die schönste Arbeit am Haus. Klar, es ist unterm Strich wahrscheinlich nicht mal rentabel. Letztes Jahr zum Beispiel ist durch die Blattfäule eigentlich die komplette Tomatenernte ausgefallen. Das ist dann natürlich echt ärgerlich, weil man natürlich Geld und Zeit investiert. Dieses Jahr lief viel besser und ich freue mich über jede einzelne Tomate und Gurke. Und am Ende geht es eigentlich auch nicht mal um den Ertrag an sich, sondern mich freut auch einfach der Anblick des Gewächshauses und die großen, kräftigen Pflanzen darin. Ich weiß auch nicht so genau, warum ich einen Tee machen wollte. Gewohnheit wahrscheinlich. Es ist nämlich unfassbar warm hier drin. Es ist heute wahrscheinlich so eins der letzten extrem warmen Tage. Also es waren heute so 32, 33 Grad. Es ist hier schon nicht so heiß wie in der Stadt logischerweise. Es ist hier Feld und das zieht ziemlich durch. Trotzdem heizt sich das Haus natürlich auf. Also ich muss sagen, tagsüber ist es hier drin immer kühler als draußen. Aber jetzt dann abends gibt es dann immer so einen Punkt, wo hier drin dann doch irgendwie die Hitze ankommt, die sich im Laufe des Tages dann hier langsam reingewagt hat. Und dann lüfte ich hier so ein bisschen, versuche so ein bisschen einen kalten Durchzug hinzubekommen. Aber es ist halt wirklich krass. Und ich bin ein bisschen wehleidig trotz alledem, weil es einfach die allerschönste Zeit hier am Haus ist, in der das Leben hier einfach auch am bequemsten ist. Dass man nicht heizen muss und einfach so viel draußen sein kann. Und dafür ist dieses Haus ja auch einfach gedacht und gemacht, dass man eben viel draußen ist. Es ist jetzt gerade so gegen 9 und ich mache so ein paar Online-Shop-Bestellungen, in diesem Fall Perlmuttketten. Und es ist hier nämlich ein interessantes Phänomen, dass über den Tag das Internet hier immer schlechter wird. Und es ist für mich total unerklärlich, ich verstehe es wirklich absolut nicht, aber so ab 21 Uhr ist es wirklich, als wenn hier jemand das Internet ausmacht einfach. Also ich habe hier ja kein WLAN oder so, sondern eh nur mobile Daten. Und manchmal ist es hier wirklich vollkommen normal und manchmal geht hier einfach nichts. Und ja, vielleicht könnte man irgendwie mit einem Router oder irgendwas noch nachhelfen. Aber irgendwie will ich das auch gar nicht. Und da kommen wir zu einem Punkt, der jetzt wirklich ein bisschen paradox ist.
Denn eine Grundidee dieses Hauses war es ja, keine Miete zu zahlen. Aber tatsächlich zahle auch ich seit über einem Jahr wieder Miete, denn ich miete ein Büro an. Es ist für mich weiterhin auch keine optimale Lösung. Ich muss sagen, ich denke da immer wieder drüber nach, ob das eine sinnvolle Investition ist. Auf der einen Seite ja, weil es fällt mir sehr schwer, hier zu arbeiten, aufgrund der Infrastruktur. Klar, zum einen fehlendes Internet, dann im Winter Strom. Also der Strom passt jetzt eigentlich so ganz gut. Wenn ich jetzt hier noch permanent am Laptop arbeiten würde, weiß ich jetzt auch nicht. Daher auch die Antwort auf die Frage, wie ich das mit dem Duschen mache. Ich kann im Büro duschen und das ist für mich wirklich auch ein großer Faktor, um mich wohlzufühlen. Ein Großteil meiner Arbeit besteht darin, mein Leben zu filmen. Daher ist für mich die Trennung von Arbeit und Privatleben gar nicht möglich. Das Büro ermöglicht mir zumindest eine kleine räumliche Distanz. Am Anfang dachte ich, das Büro ist für mich einfach nur ein Ort zum Arbeiten, aber es ist viel mehr als das. Zum einen ist es in der Stadt, was bedeutet, dass ich mich dort als Teil der Gesellschaft fühle, unter Menschen komme und die Stadt für mich auch ein Ort ist, an dem ich grundsätzlich nicht filme und somit das Gefühl habe, zumindest dort eine Art von Privatsphäre zu haben. Meine Schwester und auch eine Freundin wohnen dort und es hilft mir auf jeden Fall sehr gegen das Gefühl der Einsamkeit, das ich sonst oft habe. Es ist leider einfach sehr einfach, dass genau die Aspekte an so einem Tiny House, die einen glücklich machen, eben dieses Abgeschiedene und in der Natur sein, dass genau das auch die Faktoren sein können, die einen auf der anderen Seite auch sehr unglücklich machen können. Und für mich ist die Lösung mit dem Büro wirklich gerade optimal dahingehend, dass ich eben die Zeit hier am Haus genießen kann, weil ich da so ein bisschen ein Problem damit habe, irgendwie abzuschalten. Ich meine, ich habe jetzt extra meinen Laptop im Büro gelassen. Also es geht sich nicht immer aus, also ich arbeite hier schon auch am Laptop, so komme ich auch nicht drum rum. Aber jetzt heute zum Beispiel habe ich meinen Laptop im Büro gelassen und jetzt sitze ich hier und mache Online-Shop-Bestellungen und drehe irgendwas für ein YouTube-Video. Also ich finde auch immer kleine Auswege, wie ich nicht doch vielleicht noch ein bisschen arbeiten könnte. Aber es ist eben schon viel, viel besser als davor und auch noch im Wohnmobil. Es ist so toll, dass hier keine Ordner mit irgendwelchen Steuerunterlagen rumliegen. Das ist einfach purer Luxus und deswegen gönne ich mir das gerade auch gerne. Ich habe alles geschafft, was ich wollte. Ich konnte nur nicht alle Perlmutt-Anhänger leider verarbeiten, weil mir Material fehlt. Ich habe wie immer zu wenig bestellt. Daher werde ich das ein andermal noch komplett fertig machen. Heute habe ich eine wirklich im wahrsten Sinne des Wortes beschissene Aufgabe vor mir. Ich kümmere mich endlich mal wieder um die Toilette. Ursprünglich war im Haus, in diesem kleinen Vorraum, eine normale Wassertoilette und im Zuge der Renovierung ist die aber rausgeflogen. Wobei die Anschlüsse dafür sind weiterhin auch vorhanden, sind einfach nur stillgelegt. Das heißt, die Option besteht weiterhin, auch die Wassertoilette drin wieder in Betrieb zu nehmen. Aber für jetzt war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, drinnen den Platz sinnvoller zu nutzen und stattdessen hier eine Trockentrenntoilette draußen hinzubauen. Das hier ist also das Toilettenhäuschen. Das Prinzip ist einfach erklärt. Hier ist ein Trichter, der eben das Feste vom Flüssigen trennt. Berechtigterweise könnte man sich fragen, warum man unbequem draußen aufs Klo gehen möchte, wenn man auch einfach die bequeme Variante drin nutzen könnte. Um ehrlich zu sein, ist das eine Sache, die geht mir überhaupt nicht ab. Also ich gehe total gerne hier auf Toilette. Es gibt ja auch hier dieses große Fenster und man hat irgendwie das Gefühl, man sitzt mitten im Wald. Wobei ich natürlich ehrlicherweise zugeben muss, dass ich die Aussage, es stört mich nicht, draußen auf Toilette zu gehen, auch nur im Sommer treffe. Im Winter sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Das Hauptproblem dieses Häuschen ist, dass es im Wald steht. Und deswegen, ja, wirkt es leider sehr schnell schmuddelig. Außerdem tritt hier an der Seite leider Wasser ein. Also mittlerweile nicht mehr, aber am Anfang war das nicht richtig abgedichtet und das sieht natürlich überhaupt nicht schön aus. Hier an dieser Seite genauso.
Die Feststofftonne und den Kanister habe ich vorhin schon ausgeleert. Ich dachte, das erspare ich dem Internet mal. Und ich mache jetzt nur noch mal die Hütte ein bisschen sauber. Es ist ein bisschen unglaublich, wie sich mein Leben entwickelt hat, weil ich war früher so sehr penibel, was so kleine Tiere angeht. Also auch noch, als es mit dem Haus losging. Ich bin bei jeder Spinne an die Decke. Also ich bin trotzdem weiterhin überhaupt gar kein Freund von Spinnen und begrüße die auch nicht. Was ist krass, dass ich hier einfach sitze und Spinnenweben wegmache, beziehungsweise überhaupt hier diese Toilette benutze, in dem Wissen, dass hier manchmal Spinnen sind. Also da bin ich persönlich wirklich gewachsen in den letzten Jahren, das nicht mehr so eng zu sehen. Es ist halt ein Haus im Wald, es ist halt, Natur ist hier in jeder Ritze, das gilt nicht nur für das Toilettenhäuschen, sondern auch da drüben. Das ist kein Ort, der jemals steril sein wird und das ist okay, weil dafür ist dieser Ort nicht gemacht, nicht gedacht. Aktuell war die Sägespäne zum Spülen hier in diesem Karton, der ist aber wirklich nicht so schön. Deswegen habe ich jetzt hier diesen blauen Eimer geholt, der eh übrig ist. Die Sägespäne hole ich immer aus der Werkstatt, da haben wir wirklich genug. Das ist sehr praktisch. Fertig. Ich kann kaum glauben, dass ich gerade die Reinigung meiner Toilette auf YouTube festgehalten habe, aber ja, that's it. Ich wollte halt heute einfach ein bisschen Realität zeigen und dass nicht alles hier nur ein schöner Sonnenuntergang ist. Und ich denke, das ist mit dieser Sektion jetzt auch gelungen und es reicht jetzt auch wieder. Heute gibt es was Besonderes zu essen. Die letzten Wochen war, wenn ich hier war, die Hauptzutat für jedes Essen eigentlich Tomate, weil halt jetzt Tomatensaison ist und ja, ich habe eigentlich hauptsächlich Tomaten angepflanzt. Also Auberginen sind halt nur 2 gewachsen, so. Ich habe mir die auch noch aufgehoben, ich habe sie noch nicht gegessen. Und ich habe aber heute verrückte Sachen zugekauft. Eine Süßkartoffel, Feigen, es ist nämlich gerade auch Feigensaison und eine Zucchini habe ich geschenkt bekommen. Ja, und zusammen mit den Prachttomaten hier wird es hoffentlich was Leckeres. Ach ja, und ein Tofu. Oh, jetzt bin ich fast schon überfordert. Warum also das alles? Unabhängigkeit ist unbequem. Das habe ich auch nicht erst mit dem Tiny House gelernt. Unabhängig zu sein bedeutet Eigenverantwortung, die Komfortzone verlassen, für sich selbst sorgen. Für mich ist es eine spannende Herausforderung, die mich das Leben etwas leichter nehmen lässt und mich zu einem lösungsorientierteren Menschen macht. Ganz nach dem Motto, geht nicht, gibt's nicht. Für solche Momente wie gerade, dass man hier sitzt, auf die Wiese schaut und was Leckeres zu essen hat, dass man zum Teil auch noch selber angebaut hat. Für solche Momente mache ich das alles und nehme diese Strapazen und Unannehmlichkeiten gerne auf mich. Und natürlich hat das Ganze hier mehr Vor- als Nachteile, sonst würde ich es ja auch nicht machen.